Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben heute den 1. August 2021 und Sonntag. Das passt. Ihr könnt es ja bereits im Videotitel lesen. Heute geht es wieder um die aktuelle Situation in Kuba. Bevor wir starten, schaut doch mal, ob ihr mich schon abonniert habt. Wenn nicht, dann macht das doch jetzt schnell, um kein weiteres Video mehr zu Themen rund um Kuba zu verpassen. Wir wissen ja, die Corona-Situation in Kuba sieht alles andere als gut aus. Die Zahlen steigen und wir haben längst eine 7-Tage-Inzidenz von 523,9 erreicht. Demgegenüber steht eine Impfquote von 30,94% mit der einfachen Impfung und 22,6% vollständig geimpfte Personen. Bisher wurde in Havanna, Matanzas und Santiago geimpft. Nun werden auch andere Provinzen versorgt. Hoffen wir mal, dass die Zahlen dadurch auch wieder runtergehen. In meiner Familie und im Freundeskreis kam es schon vor, dass Impftermine seitens der Klinik nicht eingehalten werden konnte. Nach Anlaufschwierigkeiten sind aber alle mittlerweile durchgeimpft. Ich sag mal so, ich bin eigentlich guter Dinge. Ich habe ja schon mal davon berichtet, dass die Bezahlmethoden in Geschäften ausgeweitet werden sollen. Die Geschäfte Caribe erweitern ihr Kassensystem. Bis Oktober soll es quasi möglich sein, dass man mit der App Transfermobil bezahlen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, schaut mal am besten in das letzte Video zu dem Thema rein. Am 11. Juli gingen die Proteste in Kuba los. In Kuba selbst wurde es jedoch nun etwas ruhiger. Viele Personen wurden festgenommen, was wohl auch der Hauptgrund sein dürfte, warum es so ruhig geworden ist. Auch am 26. Juli kam es zu keinen großen Protesten. Außerhalb von Kuba jedoch und vor allem in den USA sind die Stimmen dafür umso lauter. Das Ganze mündete nun darin, dass Jotuel, welcher verantwortlich für das Lied Patria y Vida und sozusagen Anführer der genannten Stimmen ist, zu einem Gespräch mit dem US-Präsidenten Biden geladen wurde. Die USA hat innerhalb von einer Woche 2 weitere Sanktionen verhängt. Diese betreffen speziell Personen der kubanischen Regierung, welche die Menschenrechtsverletzungen unterstützen. Die USA äußerte sich, man erwarte, dass es in Kuba drastische Veränderungen geben müsste. Andernfalls ist mit weiteren Sanktionen zu rechnen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so viel bringt, einzelne Regierungspersönlichkeiten zu sanktionieren. Zum Beispiel ist das gesamte kubanische Innenministerium auf einer US-Sanktionsliste und das hatte bisher auch keine großartige Veränderung gebracht. Ich sehe das bisher eher als symbolische Aktion und bin gespannt, was noch passiert. Die kubanische Regierung äußert sich gegen die Sanktionen mit den Worten, diese willkürlichen Maßnahmen ergänzen die Desinformation und Aggression, um die unmenschliche Blockade Kubas zu rechtfertigen. Bis zum 31.12. diesen Jahres ist es nun erlaubt, Medikamente auch über 10 Kilo nach Kuba mitzuführen. Und nicht nur das, neben den Medikamenten sind auch Hygieneartikel und Nahrungsmittel bis zum 31.12. zollfrei. Wer nun also nach Kuba fliegt, hat die Möglichkeit, zum Beispiel einen weiteren Koffer mitzunehmen, gefüllt mit genau diesen Dingen. Bezüglich dem Zusatzgepäck könnte man hier bei der Fluggesellschaft anfragen, ob Spenden gegebenenfalls kostenfrei mitgeführt werden können. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass der Transport in Kuba aktuell sehr erschwert ist und man als Urlauber im Grunde nur Strandurlaub machen kann. Wer sich dennoch dafür entscheidet, nach Kuba zu fliegen, der sollte die Möglichkeit der Mitnahme nutzen. Hin und wieder gibt es die Frage, was man mitnehmen soll oder kann. Nun, im Grunde alles, was man sich denken kann. Wenn es aber um das Grundsätzliche geht, dann, Paracetamol zum Beispiel, wegen dem fiebersenkenden Effekt, der nicht nur im Rahmen der aktuellen pandemischen Lage wichtig ist, sondern auch wegen Dengue, was in Kuba auch verbreitet ist. Ansonsten alles an Schmerzmittel, Vitamine, Antibiotika und was
ja, einem sonst noch so einfällt. Ein festes Thema in meinen Videos zur aktuellen Lage ist die Einreisebestimmung. Diese ist tatsächlich weiterhin unverändert. Für mehr Infos hierzu schaut ihr einfach mal am besten ins letzte Video rein. Kurzum, ob geimpft oder nicht, das macht in Kuba zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Unterschied. Wenn ihr euch nun dazu entscheiden solltet, nach Kuba zu fliegen, ihr wisst ja, ihr braucht eine Touristenkarte zur Einreise. Einige Fluggesellschaften stellen diese aktuell jedoch nicht mehr aus. Hier kann ich aber aushelfen. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr auf den Link klicken. Dort landet ihr bei Kuba Buddy, welcher euch mit Touristenkarten versorgen kann. Bei dem Link handelt es sich um einen Partnerlink. Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, über meinen Link bei Kuba Buddy eine Touristenkarte zu kaufen, ja, bekomme ich einen kleinen Beitrag. Aber keine Angst, für euch entstehen keine Mehrkosten. Also ein faires Angebot, ihr kauft, was ihr braucht und unterstützt mich an der Stelle. So, das war es auch schon mit der Werbung. Das war es wieder mit dem Video. So viele Veränderungen gab es dieses Mal nicht. Die Top-Themen, die weiterhin alles überschatten, sind ja weiterhin die pandemische Lage sowie die Proteste in und außerhalb von Kuba. Positiv kann man die Ausweitung der Impfkampagne werten. Ansonsten schauen wir mal, was in den nächsten Wochen so passiert. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr wisst auch, ne, abonniert doch meinen Kanal, um kein weiteres Video zu Themen rund um Kuba zu verpassen. Ich danke euch. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video, spätestens am nächsten Sonntag um 17 Uhr. Bis dahin, saludos, ciao.